Sensationelle Entdeckung! In der irischen Grafschaft Sligo riss während eines starken Sturms der Wind einen jahrhundertealten Buchenbaum aus der Erde. Der Baum fiel zu Boden und enthüllte mächtige Wurzeln. Dieser Vorfall führte zu einer wichtigen archäologischen Entdeckung. Es stellte sich heraus, dass im Wurzelwerk der Buche mittelalterliche Knochen verheddert waren. Wissenschaftler stellten fest, dass das Skelett einem Teenager gehörte. Die Überreste lagen seit einigen Jahrhunderten in der Erde und wären unentdeckt geblieben, wenn es nicht zu der natürlichen Katastrophe gekommen wäre. Der obere Teil des Skeletts wurde nach oben gehoben, während der untere Teil in den Wurzeln des Baumes verfangen war. Als der Baum durch den Wind zerstört wurde, zerbrach das Skelett buchstäblich in 2 Hälften, sagt die leitende Autorin der Studie, Marion Dowd von der Archäologischen Dienst Sligo. Die Analyse der Knochen und die Radiokarbondatierung zeigten, dass die Überreste einem Menschen gehörten, der im Alter von 17 bis 20 Jahren verstorben war und im frühen Mittelalter lebte, zwischen den Jahren 1030 und 1200 unserer Zeitrechnung. Er war ungefähr 1,5 Meter groß. Wahrscheinlich gehörte er einer der gelischen Familien an und war von klein auf mit harter körperlicher Arbeit beschäftigt. Zu diesem Schluss kamen die Wissenschaftler, nachdem sie Verletzungen am Rücken des Skeletts entdeckten. Laut einer eingehenden Analyse der Archäologen starb der junge Mann gewaltsam. An den Rippen und der linken Hand wurden klare Spuren von Verletzungen durch Kaltwaffen gefunden, möglicherweise durch ein Messer zugefügt. Ob er in der Schlacht gestorben ist oder als Folge eines häuslichen Konflikts, befürchte ich, werden wir nie erfahren, sagt Dowd. Der junge Mann wurde gemäß den christlichen Begräbnisriten bestattet. Es ist jedoch schwer festzustellen, ob er auf einem Friedhof oder an einem abgelegenen Ort begraben wurde. Historische Aufzeichnungen belegen, dass sich in der von uns untersuchten Lokalität zuvor eine Kirche und ein Friedhof befanden. Dennoch konnten wir keine Spuren dieser Gebäude oder anderer Skelette finden, erzählt Dowd. Heute führen Dowd und ihre Kollegen eine detaillierte Analyse der entdeckten Überreste und des Ortes, an dem sie jahrhundertelang ruhten, durch. Möglicherweise werden Archäologen in naher Zukunft mehr über den mysteriösen Tod des jungen Gallias berichten können. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.